and crepes. Heated toilet seats. Yeah. Taxis. Taxis are so expensive here. I don't have them. Hey, it's Kathy Cat, and today I'm gonna go and ask the foreigners here in Japan what they envy about Japanese people or Japanese lifestyle. Let's go and ask foreigners in Japan. I think the winter. Yeah. There's no winter? Yeah, Thailand is super hot. I really want the winter. She says snow. Snow? Yeah. Oh, that's a nice one actually. I agree. Snow is nice. Have you been skiing in Japan? Not yet. But you want to? Yeah. Maybe next year. They're really free about why they want to wear. Cool and funny, Lolita. You mean like freedom of fashion? Yes. All the fashionable people here in Japan. Like people on the streets, they're so fashionable. Like these kind of clothes we don't have in my country, in Netherlands. And all those shops, just the whole atmosphere actually. Any fashion you like particularly a lot? I really like Lolita, like your style. Lolita. Lolita shops. Lolita and crepes. I'd love just ramen restaurants. Yeah, just easy. You just press buttons and you get to give it to the chef and you get your ramen. And it's way better here than in Australia. Right, Lolita, you said? Lolita fashion? Yeah. There's not enough Lolita at all. You can only buy online. Even though the Australian community has a lot of Lolitas, everyone buys online. I'm going to my first meetup when I come back to Australia, so it's very exciting. Good luck, have fun. Thank you. Ich würde sagen auf jeden Fall auf Disneyland und Disney Sea. Sie haben Disney Sea, sie haben einen eigenen Charakter, den wir gar nicht haben, den wir auch gar nicht kriegen können. Da bin ich sehr, sehr neidisch drauf. Und die Anziehsachen. Das ist einfach, und die haben hier so viele schöne Anziehsachen, so viele Läden und du hast überall diese ganz tollen Läden, den ganz tollen Sachen. Sogar wenn man einen Laden hat, den man in Deutschland auch hat, solche Claire's, hat hier nochmal eigene Marken, die es in Deutschland nicht gibt. Und da sind wir schon, also ich bin zumindest sehr, sehr neidisch, dass sie die ganzen Möglichkeiten hier haben. Um das ein bisschen genauer zu erläutern, welchen Charakter gibt es denn nicht? Welchen Charakter gibt es denn hier? Ach so, Duffy und Shelly May, also das sind die beiden Bären. Und ich glaube die Katze, ich weiß gar nicht, wie die heißt. So eine weiße Katze. Aber so, das sind 3 Charaktere, die werden verkauft in Paris, meine ich, aber man kriegt sie nicht online. Und hier gibt es sie halt auch als Stoff, also als richtige Charakter, die rumrennen und mit denen man Fotos machen kann. Das hat man halt gar nicht. Ja. Kleidungstechnisch, was ist deine Lieblingsfirma? Liz Leser. Dachte ich mir schon. Aber heute habe ich gar nichts von Liz Leser an, also nur den Schal. Normalerweise immer ganz Liz Leser, aber heute, wegen dem letzten Tag, muss man ja ein bisschen leichter rumreisen. Ja, vermisst du sozusagen solche Fashion in Deutschland tragen und kaufen zu können? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich in Paris bin, da gibt es ja Axe Femme, da renne ich dann auch immer rein, und um irgendwas in der Richtung zu haben. Also ich bin ja auf die Shopping-Service und alles angewiesen. Also wäre schon schön in Deutschland, aber irgendwann vielleicht. 300 yen noodles. That's actually what I'm really jealous about. Back in Melbourne, a bowl of noodles is like $15, whereas here 300 yen for us is about $4 or $5. All the cheap food. You mean like not cup noodles, proper restaurant noodles? Yeah, proper restaurant noodles. Like today we got some soba and for 400 yen, and it was really, really nice, like compared to Melbourne. Yeah. Ja, ich höre tatsächlich, seit ich 14, 15 bin, japanische Rockmusik, Visual Kei Musik, und wenn man sich dann die Preise anguckt, wenn man sich CDs und DVDs importieren will, die hier vielleicht 5.000, 6.000 Yen kostet, dann muss man da 222 € für hinblättern, das schmerzt halt. Wenn man hier genau hier nach Harajuku um die Ecke geht in den Secondhand-Laden, wo man die CDs einfach wirklich billig bekommt und auch ältere CDs, Ausgaben, da ist man neidisch, dass man dann zu Hause da sitzt und man müsste eventuell teuer in die Tasche greifen, um die CDs zu bekommen. Man macht es dann meistens doch nicht, aber sowas hätte ich dann doch gerne hier, aber dafür muss man ja auch herkommen. So ist das ja. Heated toilet seats. Yeah. Just the fact that the toilets themselves, the stalls, it gives you a lot more privacy, definitely. I don't want to hear what the other person's doing in the stall. Yeah. Lots of personal privacy as well there. Yes. The transports are never late. Like in France, when they have like 10 minutes late, they are happy to not be more late. So here it's really nice. Mir gefällt das ganz gut, wie das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln funktioniert. In Deutschland ist ja Verspätung Standard und hier klappt es einfach. Und auch der Einlass in die Bahn ist ganz gut. Und auch wenn die Bahn voll ist, man kommt trotzdem zum Ausgang. In Deutschland kämpft man dann so ein bisschen, dass man noch an seiner Station aussteigen kann. Und hier machen die Leute Platz. Und es funktioniert sehr gut, finde ich.
Sometimes it's too hot during summer. And mosquitoes. There's a lot of mosquitoes. And they're vicious. It gets that big, right? Oh. Yeah. Taxis. Taxis are so expensive here. Yeah, on our first day we took a taxi. And from the airport to our hostel, it cost us 24,000 yen. Ooh. Yeah, and we didn't know. That's painful. Yeah, it was really, really big mistake. But at least we learned. We learned something out of that. Where smoking, you can smoke anywhere. Ooh. In Australia, it's like you can barely smoke anywhere. Yeah, inside. Not smoking so here, inside. Like in restaurants, smells like smoke or don't like smoking. All right. So in Australia, in no place inside you're allowed to smoke. No, you can't smoke inside. You smoke outside, but you don't smoke inside. Yeah. Otherwise, you get fined. Right. And in Japan, where did you go when you were surprised? We're staying in Ikebukuro, and a lot of the restaurants are very full of businessmen that are smoking a lot. And especially later at night. Yeah. So smoking is a thing you don't envy. What else do you not envy? Ooh, the cold. The cold is very, very cold. It's not as cold in Australia, but it's very cold at night here. The sidewalks, honestly. I don't like the brick. It looks good, but when you want to take your skateboard out, it's not conducive to skateboarding. Right, yeah, because it's like loads of bricks next to each other. Yes. Also was mir aufgefallen ist, ich bin tatsächlich auch hergekommen, um viel zu essen, und wir haben uns viel in den so Lawson, 7-Eleven, so den kleineren Stores rumgetrieben. Mir ist aufgefallen, dass sie echt viel Essen verpacken und auch mit einem wirklich kurzen Haltbarkeitsdatum. Da findest du Hotdogs und Hamburger und irgendwelche so Burritos, die sind 1-2 Tage haltbar und sehen manchmal auch nicht so appetitlich aus, muss ich gestehen. Sowas haben wir auch in Deutschland, glaube ich, zumindest nicht so krass, und ich freue mich ehrlich gesagt auch ein bisschen wieder nach Deutschland zu gehen, vielleicht auch das normale Essen wieder zu essen. Da bin ich ehrlich gesagt nicht so neidisch drauf, wenn ich auch manchmal so Teller gesehen habe, die sahen optisch einfach nicht so gut aus. Lecker waren sie dann doch meistens, aber optisch sah es manchmal nicht so gut aus. Sozusagen ein bisschen zu viel Plastikverpackung. Zum Beispiel auch das mit den Tüten, auch wenn man versucht zu sagen, ich kenne die Gepflogenheit hier nicht, aber wenn man auch sagt, dass man vielleicht eine eigene Tüte mitgebracht hat, dann tun sie die Artikel in die eine Tüte rein, aber tun dir noch eine neue Tüte in die andere Tüte rein, obwohl du Plastik sparen wolltest. Das kennen die Japaner, habe ich das Gefühl, nicht so. Und das They don't have cheese. And I'm the crazy French, I love cheese. So I need my people to send me cheese here. There is a natto. I don't envy them. Man denkt sich auch manchmal, okay, Plastik sparen ist hier noch nicht so angekommen. Da denkt man auch manchmal. Ja, oder Mülltrennung ist auch nicht so rigoros betrieben wie in Deutschland zum Beispiel. Das ist uns aufgefallen tatsächlich. Ja, zum Beispiel, als wir in unserer Wohnung waren, wir sind angekommen, da war alles sauber und dann war Silvester. Dann hatten wir gleich 5 Tage lang den Müll da stehen und da gibt es einen extra Abstellraum und die Tür war auf und der Müll ist einfach raus. Der ging also wir sind in einem mehrstöckigen Haus und dann komplett bis zu dem Ausgang eigentlich raus. Und überall Mülltüten, es war richtig ekelhaft. Und überall auf der Straße Mülltüten. Und das war halt dann so, darauf bin ich gar nicht neidisch. Also in Deutschland haben wir unsere Tonnen und dann ist gut. Das ist einfach wirklich der Müll quillt raus. Ja, stimmt. Mülltonnen sind dann schon ein bisschen praktischer. Was bist du nicht so ganz neidisch? Also ich muss sagen, wir haben jetzt ja nur eine ganz kleine Wohnung gehabt, aber mir macht das wirklich zu schaffen. Wenn das dann alles immer so klein ist, ist total beengt und ich freue mich dann, wenn ich wieder zu Hause bin und meinen Platz habe. Ist halt doch ein bisschen platzsparender alles, hier alles klein. Genau, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Nach einer Weile geht's bestimmt, aber für 2 Wochen, ich freue mich, wenn ich wieder zurückkomme. Fantastisch, das waren schon alle Fragen. Vielen Dank. The director of Ask Japanese is dancing. Okay, so things we envy about Japan. One thing I actually thought about this morning, just because, I was leaving the house and I thought that my backpack, it only closes with a little clip, so there's no zip or anything like that. And I just thought how nice it is not to have to constantly worry about my bags or worry about my luggage. If you live in Europe, you might know that, once you go on a train, you always need to take care of your luggage. You need to go, grab your bag and hold your bag in front of you and always take care that no one has the chance or, the easy chance to nick stuff out of your bag or nick your whole bag. And it's really nice to not have to worry so much about that in Japan. Of course,
I'm sure there are pickpockets here in Japan as well, but not as many and not as often. And generally, it's very, very safe, and people just don't randomly nick stuff or steal stuff or sabotage things. Sometimes shops will have their goods delivered very early, so they stand in front of the store until the store opens, and no one just nicks it. You know, there seems to be a culture of people just going like, well, if it's standing around, it's your fault, so I can nick this, which I don't think is right. In Japan, people just respect that and leave it where it is. They don't go out and destroy it because they're drunk. And I think that is a part I really, really envy, and I wish we could integrate that a little bit into our cultures. That got really serious all of a sudden. I felt a bit passionate about it, and the director asked, what the hell are you doing? That just took all the serious out of this conversation. Anyways, let me know what you envy about Japan. Would be nice to hear your opinion. I'm looking forward to reading your messages, and I'll catch you here soon on Ask Japanese, or maybe on my channel. Catch you soon, bye!